Morgen geht's los auf den Roadtrip. Unser letztes Essen in der behüteten Umgebung im Hotelzimmer. Wir lassen es jetzt nochmal richtig schmecken. Wir sehen uns dann morgen zum Beginn des Roadtrips. So, wir holen jetzt unseren Mietwagen ab und wir haben festgestellt, in Neuseeland ist sogar das Industriegebiet wunderschön. Man schaue sich die Vegetation hier im Hintergrund an. Also nicht schlecht. Und strahlend blauer Himmel. Is it Alexandra? Yes. Da ist das gute Stück. Ja, wir sind jetzt in Hobbiton Village angekommen, also am Filmset. Die Landschaft hier drumherum, die ist völlig irre. Also so habe ich auch noch nicht gesehen. Es sind überall so kleine Hügel. Also hier jetzt extrem, aber generell in Neuseeland. Überall so kleine Hügel so entlang der Autobahn und so. Also das kennt man gar nicht. Bei uns ist ja eher Berg oder kein Berg. Aber hier ist einfach überall kleine Hügel und saftig grün. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, wie es dann aussieht bei dem Filmset. Es gibt so viele schöne Requisiten vor Ort. Es ist einfach alles perfekt und nichts erinnert an ein Leben aus dem 21. Jahrhundert, sondern man ist wie in einer Märchenwelt. Wunderschön. In Hobbiton Village kommt man nur mit einem Führer rein. Das dauert ca. 2 Stunden und lohnt sich auf alle Fälle. Die Hobbithäuschen sind einfach super niedlich, alles ist detailliert, aufbereitet. Ja, wir waren jetzt da gewesen. Eintritt kostet so um die 85 neuseeländische Dollar pro Person. Man wird mit dem Bus hingefahren zu dem Außenset. Dort kann man dann rumlaufen. Der Guide führt einen überall vorbei und erzählt nochmal so ein paar kleine Geschichten zu den einzelnen Ausstellungsstücken bzw. zu den einzelnen Hobbithäusern. Und am Ende von der Tour kann man dann nochmal in den Green Dragon gehen und bekommt dann noch ein Freigetränk und darf sich dann nochmal ein Gingerbier gönnen und was trinken. Ja, insgesamt hat uns sehr gut gefallen. Könnt ihr auf jeden Fall empfehlen. Für mich einer der schönsten Orte, die ich jemals gesehen habe. Ihr müsst auf jeden Fall dahin, wenn ihr hier in Neuseeland seid. Es ist einfach wunderschön, ganz besonders. Ja, wir haben aus dem Roadtrip in Kanada gelernt und haben uns jetzt ein Auto geholt, dieses Mal mit ein bisschen Polsterung. Das heißt, dass wir nicht so auf dem harten Boden liegen. Nochmal größer, das heißt, wir haben auch eine riesige Ladefläche. Wir haben uns jetzt diesmal wieder 2 Kissen gekauft. Die haben 25 Dollar gekostet pro Stück, neuseeländische Dollar. Und 2 Decken, die haben jeweils 8 Dollar gekostet pro Stück. Und hier die grüne Decke, die hatten wir ja schon. Das heißt, das ganze Setup hat gekostet 66 neuseeländische Dollar. Das sind ungefähr 40 Euro oder so. Ja, und dafür können wir jetzt campen. Für 2 Personen. Für 2 Personen. Und was ist das hier für ein Auto? Das Auto, was wir haben, ist ein Toyota Previa. Und damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ist eigentlich eine richtige Familienkutsche. Auf jeden Fall groß genug fürs Camping. Ja, wir befinden uns jetzt gerade an einem Kiwi-Camp. Und das ist ganz cool, weil dann können alle diejenigen, die selber keinen Camper haben, die Gegebenheiten vor Ort nutzen. Zum Beispiel braucht ihr nur einen Kiwi-Key, den bekommt ihr in umliegenden Geschäften, könnt ihr den kaufen. Und dann müsst ihr euch nur noch im Internet eine App runterladen, die heißt Kiwi Cash. Ladet da einen gewissen Geldbetrag drauf, den ihr braucht. Und dann tappt ihr diesen Key nur noch hier überall an diesen Schaltstellen. Und dann dürft ihr das Wasser benutzen. Oder zum Beispiel das Ceranfeld zum Kochen. Oder aber auch die Dusche oder die Waschmaschine. Grundlegende Dinge wie die Toilette sind aber weiterhin kostenlos. Und das Ganze ist, wie ihr seht, ziemlich sauber. Sauberer als an so manchem Campingplatz, in dem wir schon waren, wo wir viel Geld bezahlt haben. Ja, und das Allercoolste ist, wir stehen hier umsonst, also vollkommen kostenlos. Ja, ich bin begeistert von dem Kiwi Camp Service. Ihr seht Waschmaschinen, man kann hier die Handys aufladen, Computer, die dann sogar hier reinlegen und dann hier mit der Karte aktivieren. Alles sehr schön sauber. Ja, Leute, die sich selbst versorgen können mit ihrem Camper, das heißt eine eigene Toilette etc. an Bord haben, die dürfen 3 Tage am Stück bleiben, innerhalb von 4 Wochen. Und Leute wie wir, die jetzt keine Toilette dabei haben, die dürfen 2 Tage hier bleiben, auch innerhalb von 4 Wochen. Ja, hier, wo wir uns gerade befinden, gibt es auch unzählige
Möglichkeiten zu wandern. Getting Your Hands Dirty Conservation, Mountainbiking, Walking. Hier sind wir. Morgen geht's nach Rotorua. Alternativ auch noch interessant ist Tauranga. Hallo Nina. Hallo. Guten Morgen. Erzähl uns doch mal, wo wir hier gerade sind und was wir gerade machen. Wir sind hier in Rotorua im Café Bold Flavor und der Kaffee allein hat schon super lecker geschmeckt. Alles ist frisch zubereitet, der Keks war frisch und jetzt bin ich mal gespannt auf das Hauptmenü zum Frühstück. Heiß. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. Also man merkt, dass das ein aktiver Vulkan ist. Je näher wir drankommen an den Krater, desto heißer ist es. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Einfach Hammer. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. I'll keep my head high while we're crossing the land with all the minds we laid down. Also es ist krass. Man merkt, dass so ein bisschen Wärme einem entgegenkommt, aber auch ein Geruch. Also es riecht komisch. Aber okay. Drifted off too far. Let's tear down these walls. Our destiny has called. We're walking down a path, and the wind will change at last, like a song about our past. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. Das ist der Inferno-Krater. I can't see the point of pointing fingers. Come on, let's rejoice of what will come. I have made the choice of thinking bigger. 'Cause you are all that I need. You are all that so I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. Ja, beim Waimangu Volcanic Valley gibt es einen schönen Wanderweg, der an verschiedenen Kratern und auch Seen vorbeiführt. Es ist Zeit dafür, Vögel zu beobachten. Wir haben sogar einen Känguru gesehen und ja, einfach eine wunderschöne Sache, können wir auch empfehlen. Und das Ganze hat wie viel gekostet, Alex? 42 €. Für 2 Personen. Wir sind jetzt
über 2 Stunden gewandert. Es gibt verschiedene Optionen, wie man zum Endpunkt kommt. Und es gibt zweimal die Möglichkeit, mit dem Bus zurückzufahren. Also wenn man nicht mehr zurücklaufen will, dann kann man abgeholt werden. Außerdem kann man ab hier auch eine Bootstour in Anspruch nehmen. Optional. Ja, wir sind jetzt hier noch gerade bei den Waikiki Thermal Pools. Hier kann man entweder für $22 reingehen und auch schwimmen. Oder man zahlt $4 Eintritt und kann ja noch so einen Hike lang laufen, also ein bisschen wandern und einfach sich ein bisschen umsehen. Wie man es uns vielleicht ansieht, sind wir beide Kinder der 90er und deshalb, als wir das Tamagotchi im Geschäft gesehen haben, in Neuseeland hier, mussten wir sofort zuschlagen. Also ein kleiner Nostalgiefaktor für alle, die jetzt denken, wir sind total bescheuert. Es ist zu Leben erwacht. Oh, es schlüpft. Warum dieses Tamagotchi auch eine tolle Gelegenheit für uns darstellt, ist, Alex und ich sind große Hundefans und wir wollen unbedingt einen Welpen adoptieren. Aber die Zeit ist noch nicht reif und deshalb üben wir schon mal mit diesem Tamagotchi. Das ist kein Hund, das ist ein Vogel, aber Macht keinen Unterschied. Also, ihr merkt, eine große Verantwortung wartet auf uns hier in Neuseeland. Nach 1 Million Jahren ist diese wunderschöne Kreatur nun endlich geschlüpft. Wir werden uns gut um das kleine Tamagotchi kümmern und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie es ihm geht. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. I looked out and I saw the rain. I wanted it to go away. Ja, heute gehen wir wieder ein bisschen wandern. Wir machen jetzt den Quarry Lookout Track. Der ist 4,8 Kilometer lang. Die sind von oben nach unten, werden die immer länger. Und ja, das reicht uns für heute. Und vor allem machen wir den wegen diesem Lookout, weil wir ein bisschen Ausblick haben wollen, ne? Ja, auf geht's! Got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. In Neuseeland kann man sehr viel Geld für Aktivitäten ausgeben. Zum Beispiel hier ist auch wieder eine tolle Aktivität. Aber man muss halt irgendwo Abstriche machen. Deshalb nehmen wir einfach einen normalen Wanderweg. You hoisted me up. You were there, holding my hand. You were there. Das ist der Kiorau Park mitten in der Stadt von Rotorua. Holding my hand, holding my hand.
rain. Tipp Nummer 1. Wenn ihr noch mehr in Rotorua erleben wollt, dann könnt ihr entweder mit der Seilbahn fahren oder das Mitai Maori Village besuchen. Tipp Nummer 2. Für längere Aufenthalte in Neuseeland lohnt es sich vielleicht, einen Campervan zu kaufen, statt zu mieten.